You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Eine Prinzessin, ja? You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Das Ende der Welt. So, versuchen wir vielleicht mal einen Serious-Durchlauf. Wovon redest du? Was meinst du mit dem Ende der Welt? I'm talking about the end of everything as we know it. No more birds, no more trees, and perhaps most problematically of all, no more people. Das ist am wenigsten You problematisch. have to put an end to her. Das ist am wenigsten problematisch. Scheiß auf Menschen, wir machen nur Scheiße. In a basement and the world. Ja, aber wie kann eine Prinzessin, die in einem Keller gefangen gehalten wird, die Welt vernichten? Don't linger on the specifics. You have a job to do here. Just get in there and do what needs to be done. We're all counting on you. Meinen Job erfüllen und einfach das machen, was ich machen soll, das klingt jetzt aber wirklich nicht nach mir. Also wir hinterfragen auch grundsätzlich alles. Ja, kannst du mir das irgendwie beweisen? Look, you're already on the path that leads to the cabin. Why would you be here if it weren't to complete a very important task? You've made it this far, you might as well reach the end of your journey. Ich weiß gar nicht, wie die Journey war. Ich bin jetzt seit 2 Minuten, wahrscheinlich nicht mal 2 Minuten in dieser Story. Ich weiß weniger als du. Woher soll ich wissen, was mein Job hier ist? Hallo? Du laberst mich an. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Kannst du dich ausweisen vielleicht? Hast du vielleicht mal drüber nachgedacht, dass der einzige Grund, warum sie die Welt vernichten möchte, ist, weil sie eingesperrt ist? Oder, ja, sagen wir, eine Prinzessin töten klingt jetzt nicht unbedingt heldenhaft. Eher so wie eine Sache, die Bösewichte tun, oder? Does it? Are you a monarchist? Nee. Is slaying a princess that much worse than slaying a fisherman or a miller or a seamstress? Oh, wir werden If philosophisch. anything, slaying a princess is much better than slaying a seamstress. Ja, Seamstresses contribute something of value to society. Okay, der wird jetzt ein bisschen antimonarchisch, ja. Wir gehen gerade anti-autoriell nach, ja. Mal schauen, wohin er das richten möchte. Mal schauen, vielleicht kann man das ja ausdiskutieren. Kann das nicht irgendwer anders tun? Weil ich habe ziemlich viel zu tun. Ich habe hier noch eine Vorhangstange zum Aufhängen. Eigentlich hätte ich auch Müll zum Rausbringen. Ich sollte mir vielleicht für morgen was kochen. Oh, if only that were the case. But I don't make the rules. I have to say I'm surprised at your reluctance thus far. But unfortunately for the both of us, you're the only one who can pull this off. Warum genau? Like I said, I don't make the rules. No matter how much I wish I did. Okay, aber kannst du mir die Regeln wenigstens erklären? Weil anders als, verdammt, wie heißt der nochmal? Anders als Rick Ghastly, weiß ich nicht die Rules, ja? Du weißt sie, aber ich weiß sie nicht. Also du musst mir das schon mal erklären. Hab die letzten 10 Minuten nichts mitbekommen, kurze Zusammenfassung. Letzte 10 Minuten. Wir müssen die Prinzessin töten. Kurz, es ist noch nicht viel passiert. Ich und mein Autoritätsproblem finden den Narrator gut, ja? Ja, ja. Da haben sich wohl 2 gefunden. Vielleicht solltest du das Spiel spielen, Dave, ha? Wie wär's damit? Have you considered maybe the only way? Forget it, I'm not doing this. Have you considered that maybe I'm okay with the world ending? Oh, jetzt werden wir philosophisch. Kriege ich überhaupt irgendwas dafür, dass das hier passiert? Oder vielleicht das hier. Okay, hör mal. Ich gehe jetzt zur Cabin in the Woods. Ich red's mir mal mit dir aus. Und falls sie wirklich so schlimm ist, wie du sagst, werde ich mir noch vielleicht überlegen, sie zu töten. Aber bis ich mir nicht ein eigenes Bild von der Situation gemacht habe, mache ich erstmal gar nicht. Then I guess we'll just have to see what happens. But a word of warning. If you go in prepared to hear her out, she could easily trap you in her web of lies. And the more you listen to her honeyed words, the harder it'll be to pull yourself out. Ja, ich habe gehört, ich bin gut mit Menschen, ich kann gut kommunizieren, also wir werden das schon schaffen. Then each and every one of us is doomed.
Wo er then each and gesagt hat, habe ich verstanden, then each didn't die. Erstmal kurz, ich weiß nicht warum. So sure, go, talk to her. See how that turns out for all of us. Passt, dann sehen wir uns das mal an. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. Das ist korrekt. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Da haben wir schon drüber geredet. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Ich find's gut, der Narrator redet mit uns und nicht dem Helden. Ab in die Kabine. The interior of the cabin is almost entirely Ja, das bare. The wissen wir schon. blade is your implement. So. Ich gehe mal direkt in den Basement. Wir wollen ja erstmal die Sache ausreden. Das bedeutet, wir nehmen das mit und mal schauen, wie es läuft. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. Her voice Hello? is hypnotizing. Don't let it fool. So, da waren wir schon. Der Held ist nur zum Zustechen da, nicht um mit ihm zu reden. Eben, der Held ist eigentlich nur unsere Waffe, ja? Wie das Messer seine Waffe ist der Held unsere Waffe. So müssen wir das sehen. I'm here to say... I think I'm here to slay you. Continue down the stairs. I'm here to save you Wahrheit. I'm here to save you Lüge. Weiß sie, ob wir lügen? Ich will sie nicht anlügen. I'm here to save you. Just checking in. Ich glaube, ich möchte dir trotzdem die Wahrheit sagen. Hi, ich bin irgendwie hier, um dich zu töten. You must have the wrong address. Weiß ich nicht. Ich kenne nur eine Cabin in the Woods mit einer angeketteten Prinzessin. Aber ich weiß ja eigentlich zum jetzigen Stand noch nicht, ob du angekettet bist. Also, touché. Great job. You've given away the element of surprise. Jo, das kriegen wir Good schon luck, hin. hero. You walk down the stairs and lock eyes. She's beautiful. I am begging you to Hi. You were joking about coming to kill me, right? Do you think you could get me out of these chains? Das ist schon mal ein ganz anderes Gespräch als letztens. I'll see what I can do, examine the chains. Reden wir es erstmal, okay? Okay. Ja, alles klar. Lass uns reden. Was ist dein Name? Ich weiß noch nichts über dich. I wasn't kidding when I said I wasn't here to kill you. You're apparently going to end the world. If I'm the first person you've seen in a while, what have you been eating or drinking? What are you going to do if I let you out of here? I won't kill you, but I can just set you free. It's too risky. I'm going to keep you locked away down here, at least we can... I'm sorry, but I just get to decide what to do. Ich glaube, wir fangen einfach mal ganz klassisch an. So. Was ist dein Name? Hallo, ich bin übrigens Held oder zumindest Typ, der den Helden kontrolliert. Wie geht's dir? Was ist dein Name? Oh. She pauses, carefully formulating her words before she responds. Macht Ihr Name einen Unterschied für uns? You can address me as Your Royal Highness. Or you can just call me Princess if Your Royal Highness is too formal. Is Princess her name or her title? What if it's both? Could you imagine being named Princess Princess? Ich glaube, da gibt's ein Anime dazu. Ich bin mir aber nicht sicher. Keinen Namen haben schon sass. Ja, vielleicht heißt sie ja Satan oder so. Vielleicht heißt sie Mao Zedong oder so. Und da würde ich meinen Namen persönlich auch nicht unbedingt rausgeben wollen sofort. Also ist Princess dein Name oder möchtest du ihn mir einfach nicht sagen? Ah, sie ist schüchtern. Like I said, you can call me Princess if you'd like. Sass. I'm sorry, I've been down here so long I guess I've just forgotten. I must have a name though. Everyone has a name. Nee, ich habe keinen Namen. Ich bin einfach nur eine namenlose Stimme, die mit einer anderen namenlosen Stimme redet. Okay, die Stimme heißt Narrator, fairerweise. Die mit einer anderen Stimme redet, die aber irgendwie nichts zum Sagen hat, weil sie von zwei Typen kontrolliert wird. Keine Ahnung. Okay, that's weird.
schon ein bisschen weird. She hadn't even thought to pick a name for herself. Hopefully you're starting to see that she can't be trusted. Go back upstairs, get the blade and slay her before it's too late. Naja, Stand jetzt ist sie nur sus. Sie ist noch nicht untrustworthy. Wir haben ja noch nicht viel geredet. Ja, ich kann ja mal sagen, ich hab nicht Spaß gemacht, wo ich gesagt habe, ich bin hier, um dich zu töten. Mir wurde gesagt, du würdest anscheinend die Welt vernichten. Also da bin ich jetzt einfach mal hier, um nachzufragen. Is that why they threw me down here? But I don't want to hurt anyone. I like the world, I think. Hat eine ganz andere Stimmung zu vorher. Aber wir sind auch letztens mit einem Messer zu ihr gekommen. Also da macht eine andere Stimmung schon Sinn. Sie mag die Welt, glaubt sie zumindest. Oder meint sie uns zumindest glauben lassen zu wollen. Da wird bestimmt kein Dämon unleashed. Ja, keine Ahnung. Mal schauen. I don't remember much about it, to be honest. I've been down here for so long. Wie lang? Dafür sehen deine Haare noch verdächtig gut aus. How long has she been locked away? Meine Frage. Did they tell you how I'm supposed to end the world? Nee, das würde ich gern hören. I'm shopping. Ich habe gehofft, du würdest mir ein bisschen mehr von dir erzählen, ehrlich gesagt. I don't know how to destroy the world, if that's what you're getting at. I believe her. Er glaubt dir. She doesn't have to know how to destroy the world to be capable of doing it. Kannst du es mir erzählen, wenigstens? At the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust. Aha. Whoever sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. Ja, hat sie einen fairen Punkt, Narrator. Kannst du es mir einfach sagen, dass ich nachvollziehen kann, was hier los ist? I don't trust that. And I don't think you do either, or you wouldn't have come down here to talk. Hast du einen guten Punkt? She has a point. We're talking like this for a reason. Ja. So this shouldn't be about what I'd do if I got out of here, or me saying the right thing to convince you to save me. This is about how messed up this whole situation is. This is my life we're talking about. Ja, aber ich glaube, was soll ich sagen? Ich würde gerne einfach wissen, was hier los ist. Do you really think I can even end the world? Why would I even want to? Keine Ahnung, Mädel. Ich bin hier seit 5 Minuten. We both know that if there's people we can't trust in this situation, it's whoever locked me down here, and it's whoever sent you here. And those two groups are probably one and the same. Vielleicht auch nicht. Don't let her turn the tables here. This isn't about trust. This is about risk. Ich weiß nicht, was das We Risiko stand ist. to lose everything, all for the sake of one person. And a subjugating monarch, no less. Jetzt sagst du auf einmal, dass hier irgendein fieser Monarch ist. Woher soll ich das wissen? Du hast mir noch nichts gesagt. Ja, ich weiß nichts über dich. Soweit ich weiß, könntest du auch aus einem Grund hier sein. Magst du mir vielleicht was erzählen, Mädel? Of course I'm locked up down here for a reason. Okay, erzähl's. I don't actually know what that reason is, but you don't just stuff a princess in a basement and throw away the key without there being some sort of an explanation, right? Oder irgendwen, wo du schon dabei bist. You have all the explanation you need, and you should know better than to trust whatever she comes up with. Ja, dann red du mit mir. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber Kommunikation ist wichtig, Leute. Going to keep you locked away down here? I'm sorry, but I just can't trust you. It doesn't end up and it doesn't worth the risk to take you for a potential fate of the world. Retrieve the blade. Nee. Examine the chains. Nee. Anfassen möchte ich sie ehrlich gesagt auch noch nicht. Das kam gerade schlimmer rüber, als ich gemeint habe. Ich möchte nicht meine Hand in die Nähe von ihr bringen, um irgendwie die Chains zu examinen, ja, um die Ketten anzuschauen, weil ich weiß nichts von ihr.
Sie könnte mich theoretisch einfach töten. Also ich bin die erste Person, die du seit langem gesehen hast. Was hast du gegessen oder getrunken? I don't see what that has to do with anything. This is the only time this is ever going to happen, but I agree with the princess. That's hardly relevant. Naja, schon. Das wird mir zumindest einen Gedanken geben, ob sich wer um sie kümmert oder ob sie überhaupt Nahrung braucht. Vielleicht ist sie ein Dämon. Okay, but actually, what has she been eating? She has to eat, right? Ja, hoffentlich. Examine the chains. I can't believe they've been keeping you down here. Go back upstairs. Nee, ich möchte die Klinge noch nicht nehmen. Ich lasse dich erstmal noch hier unten. I won't kill you, but I can set you free. It's surreal. What if I stayed for a while and just kept you coming? Maybe we can... Ja, wie wär's, wenn ich ein bisschen bei dir bleibe, ein bisschen mit dir quatsche, dass wir uns noch ein bisschen kennenlernen. Aber ich kann dich halt noch nicht freisetzen. Was sagst du dazu? That seems like a pretty good compromise. Ja, oder? I don't think I could bear being down here that much longer. Ja, aber dann wärst du zumindest nicht allein. Die arme Frau, die so lange in einem Keller eingesperrt ist, aber trotzdem komplett gesund aussieht. Eben, ich frag mich, was das bedeutet. Da wird bestimmt kein Dämon unleashed. Ja, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Leaving her alive is too risky. If you don't deal with her soon, she will find a way out. Ja, aber warum muss ich die dann töten, wenn sie eh einen Weg raus hätte? So I'm the only one who liked that idea. Nee, ich mag die Idee. One way or another, I'm going to find a way out of here. It would make it easier for both of us if you'd help. Oh? But if you don't, I can promise that you'll regret that decision. Okay. You have to make a choice. Let's hope for all our sakes it's the right one. Okay, jetzt zeigt sie ein bisschen was anderes von sich. Ich möchte sie nicht töten, aber jetzt ist sie halt sehr sass geworden. Lassen wir sie vielleicht erstmal im Keller? I know you think this is some kind of fair compromise, but it isn't. No one wins here. It's a chance we'll have to take. We can make this work if we just stay here and keep watch. No one has to die. Pazifistischer pazifistischer Weg? Where are you going? You can't just leave me here. Oh? You turn your back to the princess and make your way back to the stairs. Oh? Fine. Turn your back on me. But it won't be long before I slip these chains. And once I'm out of here, there will be hell to pay for leaving me behind. Das ist jetzt ein ganz anderer Ton. Slip these chains? She can't, right? She needed our help to get out of here. But do you hear the conviction in her voice? I don't think she's bluffing. Keine Ahnung. Either way, she dropped the mask, didn't she? You can still grab the blade and get back down here. Oh. Nee, wir lassen sie unten. You'll be the death of all of us, but fine. We'll do it your. Alles klar. You close the basement door, locking it behind you and quickly barricading it with the heavy wooden table that once held the blade. Okay. Okay. We can make this work. Vielleicht. You settle in against the far wall to watch the basement door. It isn't long before you start to drift off, your eyelids heavy with fatigue. But sleep doesn't come. Instead, your rest is broken by a piercing, wailing voice calling out to you from the other side of the door. Ich habe Angst, was jetzt kommt. I know you're still there. Why don't you make things easier on yourself and let me out? Hahaha. It's not like this little door will hold for very long anyways. Oh, it's probably a good idea to try to get back on my good side. She sounds terrifying. Like she's less of the princess you saw and more like something out of a nightmare. Oh. As she violently rattles the door, you do your best to shut her out of your mind. When I get out of here, I'm going to pick you apart piece by piece. Klingt schön. I won't forget what you did, and I'll never forgive it. Auch im nächsten Spielstand? You won't know the kind of enemy you've made tonight.
Doesn't sound like she's getting any weaker. Vielleicht werden wir sie lang genug klopfen lassen. Coraline habe ich nicht gesehen, müssten wir noch schauen. Aber jetzt weiß ich zumindest, wie die Other Mother sich aufführen würde. No, it doesn't. Threat Me One, das ist mein Guilty Conscience. Auf sie einreden weiter? Also, hast du nur so getan? Du bist eigentlich gar nicht nett und friedlich, sondern du bist nicht mal eine Prinzessin, du bist ja ein Monster. I can be innocent and harmless if I want to be. Teasing me with fresh air and a chance to finally live freely doesn't inspire me to play nice. Ich hab nie gesagt, dass ich dich rauslasse. Ich hab gesagt, reden wir, Mädchen. You put the princess's threats out of your mind as best you can and huddle up against the wall. You jolt awake in the middle of the night to silence in the cabin. The ruckus has stopped, and the door to the basement is ajar, its lock broken, and the table shoved out of the way. Where is she? Wo ist sie? Thanks for helping me get out of that awful basement. Sie ist ein Geist oder ein Glitch, eins von beiden. You try and stumble to your feet, but as the princess draws near, it's as though your body simply stops working. It isn't all at once. The paralysis comes in waves. First your toes go numb, and then your feet, and then your legs. You lie prone on the floor of the cabin, unable to do anything but witness her approach. So fühle ich mich auch, wenn meine Freundin wütend auf mich ist. Whose side are you on? Yours, of course. But I have a duty to uphold the truth. Lying about the facts of the situation doesn't change them. Oh. So helpless. I can take my time with you, can't I? Nee, bitte nicht. She steps closer, one silent footfall at a time, cocking her head in curiosity as you feel your organs shutting down one by one. Or maybe I can't take my time with you. You don't look well. A little green around the gills. Sie hat schöne Augen. What a shame. If you'd only help me get out of here, we could have done such wonderful things together. Kann ich mich noch umentscheiden? Your lungs stop drawing in breath, and your heart freezes in your chest. You have seconds left. Nee, nicht wenn ich nicht den Mauszeiger drücke. Nicht wenn ich die Maus nicht drücke. Dann habe ich ganz viel Zeit noch. I'd say better luck next time. But we both know this is the end, don't we? It can't be. This can't actually be how everything ends. I'm sorry, but it is. Everything goes dark, and you die. Zweites Kapitel? Da gibt's Kapitel, aber wir sind You're tot. on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Wieso sind wir in einem zweiten Kapitel? You're here to slay her. Ja. Ist das nicht schon mal passiert? It hasn't. Or if it has, I certainly haven't been a part of it. We've just met for the first time, you and I. Aha. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. Shh. What if he hears us? Was? Stimme des Paranoiden? That's a very good question, little voice. What if he does hear you? Das Shit. Oh. Ich glaube, ich habe einen neuen Charakter freigeschaltet. I think you'll find yourselves very hard-pressed to keep any secrets from me. Not that it matters right now, because like I said, this is the first time we've met. Still, I'd rather not get off on the wrong foot. We've a world to save, after all. Okay. Gehen wir einfach davon aus, dass ich die Wahrheit sage und das alles hier wäre schon passiert. Warum sollte ich auf dich hören? Warum sollte ich überhaupt irgendwas machen für dich?
Those are two very different questions, but fine, I'll indulge you if that's what it takes to get you moving. Ja, erzähl mir irgendwas bitte. Let's say for a moment that this really is the second time you've met me, or at least a version of me. Was es auch ist, aber reden wir weiter. If you're back here, I'm assuming you died, which probably only happened because you didn't listen to me. Naja, ich bin vorher schon mal gestorben, wo ich auf dich gehört habe. Aber da war ich nicht in Kapitel 2, sondern in Kapitel 1. Also bitte, fahre fort. We couldn't trust either of you, and as far as I'm concerned, we still can't. Ist es alles der gleiche Synchronsprecher? Ist es eine andere Version von uns? Ich bin mir nicht sicher. All we did was lock her away. Was? We did... Was? And how'd that work out for you? No comment. Well then, congratulations. You've been given another chance to actually do this right. Ist die Stimme des Helden ein vorheriger Spieler, der schon mal gestorben ist und jetzt neben dem Narrator... Gab's vorher keine Stimme für den Helden und... Boah, das geht mir gerade ein bisschen deep. And your solution is to send us back in there? Do you want us to slay the princess? Or do you want the princess to slay us? Ist die Stimme vom paranoiden Typen vielleicht... da geht's jetzt tief rein. Ist die Stimme vom paranoiden Typen die Version vom Charakter, die gestorben ist, wo er sich unsicher war über die Prinzessin unsicher war, über den Narrator unsicher war und quasi paranoid war entsprechend, und das ist jetzt quasi das Kapitel, das freigeschaltet wurde, weil wir paranoid waren in dem Durchlauf? Ist es das? Ist es das? Obviously, I want you to slay her. One of you poses a threat to the world, and the other doesn't. Okay. Also bis jetzt war es eher ein Problem, wo wir sie gekillt haben. Mit der Welt hat sie nicht viel gemacht, mit uns eher. Anyways, I believe your other question was something along the lines of, what's the point of doing anything? If you're asking that, it sounds to me like you're making the rather dangerous assumption that your actions last time around didn't have any consequences. Nee, die hatten Konsequenzen. Wir haben einen neuen Charakter. Vielleicht. What do you mean? Of course there weren't any consequences. We were killed by the princess and now everyone's right back where they started. Sounds pretty consequence-free to me. Naja, ich wiederhole, wir haben einen neuen Charakter, der vielleicht die gleiche Stimme ist wie alle anderen Männer hier. Speak for yourself. From my perspective, there were plenty of consequences. I'm never going to forget the way she just made us stop working. Das ist der Typ. Meine Theorie stimmt. And that's only scratching the surface. If what you said is true, it begs the question of how you got back here. Did time simply rewind itself, or have you found yourself in another world altogether? If it's the latter, what do you think happened after you died? Was sind das für Fragen? Do you think the people there lived happily ever after? Or do you think that the princess, left unhindered, brought about the end to everyone and everything, just like I told you she would? Vielleicht sind diese Zeitreise-Dinger ihre Fähigkeit. Vielleicht ist es das, was sie die ganze Zeit macht. If she brought an end to everything and everyone, how are we supposed to stop her? What do you want from us? I want you to succeed. You'll find a way. You're the only one who can. Und nur wenn wir diese Kapitel neu freischalten, bedeutet das, dass wir was Neues freigeschaltet haben. Vielleicht müssen wir einfach verschiedene Charaktereigenschaften aus dem Helden rausbringen, um weiterzukommen. Vielleicht können uns einfach die neuen Charaktere, die wir damit freischalten, auch neue Perspektiven geben oder neue Infos. Wer weiß, vielleicht ist es auch so ein Zusammenfassungstool. Ich sehe jetzt langsam den Appeal vom Spiel. Ich sehe ihn echt langsam.